In der heutigen Folge beginnen wir an einer meiner Lieblingsstellen, der Hohen Acht, fahren durch den Wippermann, über Eschbach, durchs Brünnchen an den Fans vorbei und enden in der Eiskurve. Bei der Anfahrt Richtung Hohe Acht kommt dann zunächst mal diese schnelle Linkskurve, eine meiner Lieblingskurven. Aber diese schnelle Linkskurve ist im Nassen sehr speziell, denn wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man auch da verschiedene Asphaltbeläge. Man hat damals eine Reparaturmaßnahme durchführen müssen und man hat einen Streifen neuen Asphalt hineingelegt. Das ist ein paar Jahre her. Und das ist nur ein kleiner Streifen. Da passt gerade so ein Auto drauf. Blöderweise ist dieser Streifen nicht genau auf der Ideallinie gelegen und ab Kurvenmitte hört dieser neue Asphalt auch auf. Dementsprechend hat man auch hier wieder ein bisschen mehr Bewegung im Auto, was aber ja eine große Challenge ist für uns Rennfahrer. Die kleine Schikane dann, die wirklich dann Richtung Hohe Acht führt, ist wieder neu asphaltiert. Super Sache, können wir wirklich schnell durchfahren. Das Grip-Level ist dort relativ hoch. Man muss trotzdem immer noch aufpassen mit den Curbs. Ja? Die rot-weißen Randsteine, die sind in dieser Schikane zur Hohen Acht extrem steil. Wenn man die also leicht berührt, dann kann das natürlich direkt sein, dass der Curb mich auf die gegenüberliegende Seite wirft, stumpf in die Leitplanke. Oben auf dem Berg angekommen sind wir dann an der Hohen Acht. Und diese Rechtskurve empfiehlt es sich auch sehr weit außen herum zu fahren. Man versucht so ein bisschen wieder den Gummiabdruck zu meiden und dann geht es Richtung Hedwigshöhe. Die Hedwigshöhe, das ist ja nur eine kleine Kuppe, wo wir ein bisschen links rüber lenken müssen. Höllisch aufpassen. Ja, mit unserem TCR Golf ist das kein Problem, denn wir haben Frontantrieb. Fährt man aber mit leistungsstarken Hecktrieblern über diese leichte Kuppe hinweg, dann kann es passieren im Nassen, dass wir natürlich Wheelspin bekommen. Das heißt durchdrehende Räder, und wenn die Räder da schon mal durchdrehen, dann biegt das Auto gerne im rechten Winkel ab. Dementsprechend vorsichtig über diese Kuppe fahren und versuchen mit gerader Lenkung gerade über diese Kuppe zu fahren und sehr sensibel eben mit dem Gasfuß arbeiten. Der Wippermann ist im Nassen sehr, sehr rutschig. Auch sehr, sehr alter Asphalt, sehr, sehr ausgewaschen mittlerweile. Es ist verdammt rutschig. Ich komme an, bremse auf der Ideallinie minimal an und bin dann mit meiner linken Seite zunächst einmal 50% offline. Dann mit meiner rechten Seite 50% offline. Also immer die äußere Seite des Fahrzeugs ist immer runter von der Ideallinie, um halt maximale Traktion zu geben. Und dann schneide ich den Curb auf der rechten Seite volles Ballett. Wie im Trockenen auch. Komplett da drüber fahren, denn wir haben nach links außen nicht viel Platz. Herzlich willkommen, jetzt hier im Streckenabschnitt die Anfahrt hin zum Eschbach aus dem Wippermann heraus. Und hier fahren wir Regenlinie. Der Benny hat das Auto mal wieder hochprofessionell an der richtigen Stelle geparkt, nämlich außen, denn hier ist außen viel, viel, viel mehr Grip. Und der gemeine Rennfahrer als solches, der kennt das. Wenn man die Strecke abläuft, dann kann man das mit der Fußsohle hier sogar ganz, ganz krass ertasten, erspüren. Hier außen, da gibt es noch den Grip. Macht man das Ganze innen, liegt man ganz schnell auf dem Gesicht. Genau, das ist tatsächlich haptisch hier wirklich spürbar. Für diejenigen, die im Winter mal die Chance haben, hier auf die Strecke zu begehen, gerne mal ausprobieren. Auf der Innenseite ist es extrem rutschig. Deswegen auch, wie der Andi gerade schon so schön sagte, versuchen hier möglichst außen an der Grasnarbe entlang zu fahren, um das Auto frühzeitig zu positionieren, nämlich eben für die Eschbach-Kurve, die als nächstes folgt. Hier trennt sich üblicherweise auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das heißt, wenn wir hier im Trockenen lang fahren, wie wir es letztes Jahr ja erklärt haben, dann möchte man sich hier raustragen lassen, denn am Kurvenausgang, da kommen diese Rattersteine, diese Rasengittersteine, die im Nassen übrigens noch mal ein klein bisschen extra Grip bieten. Ganz genau, nicht nur auf dieser Rennstrecke, sondern auf allen Rennstrecken auf der Welt ist in diesen Rasengittersteinen neben der Strecke besonders viel Grip. Also wir fahren weiter Richtung Eschbach. Das ist
die Bergabpassage, wo wir im Trockenen 2 Scheitelpunkte setzen, wo wir ein bisschen früher einlenken. Man kann im Regen wunderbar über Bande auch einlenken, weil die Leitplanke halt da auch direkt an der Asphaltkante ist. Aber das führt meist zu einer Kaltverformung. Dementsprechend muss man im Eschbach ein bisschen aufpassen. Fahrt auch hier wieder ein bisschen weiter außen herum. Die Gemeinheit ist die, man muss ja irgendwann die Seite wechseln, um Brünnchen 1 vernünftig zu durchfahren. Also versucht die Kurve so ein bisschen zu hinterschneiden, versucht dann irgendwann auch wieder schnell links rüber zu kommen, damit ich das Brünnchen wieder sehr spät einlenke. Aber das Brünnchen selbst ist im Kurveneingang und auch beim Durchfahren, genau wie Brünnchen 2, wahnsinnig rutschig. Das ist ja die Kurve direkt an der Bundesstraße, das ist die Fankurve, da willst du gut aussehen, ja, aber im Nassen wahnsinnig rutschig. Besonders Brünnchen 2. Wenn man dort über diese leichte Kuppe einlenkt, da gibt es so viele Schmierereien, so viele Graffitis, so viel gut gemeinte Grüße, die uns die Fans eben mit Spraydosen dalassen. Damit der Appell an euch, tut es nicht. Aber jetzt sind sie nun mal da und dementsprechend müssen wir damit arbeiten und dementsprechend rutschig ist es. Brünnchen 1, Brünnchen 2, fahrt komplett außen an der Grasnarbe entlang. Da ist der Grip deutlich besser. Richtung Eiskurve, genau das gleiche. Dort ist so eine kleine Senke. Da steht gerne mal Wasser. Ja, da läuft von der Eiskurve läuft Wasser runter und aus Brünnchen 2 gibt es eine kleine Kuppe, da läuft auch dann Wasser runter. Also da ist so wie so ein kleiner See. Je nachdem, wie viel es da regnet, immer aufpassen, dass das Lenkrad da in solchen Zonen immer gerade ist, damit wir halt eben keine Überraschungsmomente haben. Je nachdem, wo eure Räder hinzeigen, macht das Auto dahin eine Reaktion. Deswegen passt auf, dass das Lenkrad an solchen Stellen immer schön gerade ist und ihr euch auf die Kurve vorbereitet. Konzentriert vor dem Kurveneingang fertig seid mit Bremsen und runterschalten. Eiskurve an sich selbst wird komplett außen entlang gefahren, am rechten Fahrbahnrand wieder 100% offline. Alle 4 Räder müssen runter von der Ideallinie sein und dann kreuzt ihr am Ausgang wieder die Ideallinie. In der nächsten Folge durchfahren wir einige Schlüsselstellen auf der Nordschleife. Wir beginnen am Pflanzgarten 1, der kleine Sprunghügel, durchfahren Pflanzgarten 2, den großen Sprunghügel, sind durch das Stefan Bellof S bis hin zum Schwalbenschwanz unterwegs.